Wir haben damals in einer Zeit geplant, wo die Energiekosten noch sehr gering waren und wir uns aber dem Thema der Nachhaltigkeit sehr bewusst und offen gestellt haben. Und da ist uns natürlich die neue Technologie von Krones, in dem Fall der Rheinraubböhler, erheblich ins Auge gefallen. Wir waren überzeugt dahingehend, dass Krones eine Ultra-Clean-Abfüllung entwickelt hat im Dosenbereich, die uns natürlich die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, wie viel Energie wir verwenden wollen. Wenn man gleichzeitig die Innenreinigung und Außenreinigung in einem machen kann und das so nachhaltig mit dem Verschließer, dann sparen wir uns auch Umrüstzeit. Und wenn man allein sieht, beim einfachen Wechsel spart man sich 2 Stunden, dann ist das 2 Stunden Abfüllkapazität. Der MS-14 enthält keine Buntmetalle, das heißt, er wird mit Laugerheiß 85 Grad gereinigt. Wir verarbeiten jede Deckelart. Vom CDL über den B64 bis wieder verschließbaren Deckel kann dieser Verschließertyp fahren. Wir sind dann weitergegangen und haben das Wärmekonzept in Frage gestellt. Das heißt, wir heizen ja nicht mit Dampf, wir heizen mit Warmwasser, quasi mit 100 Grad. Und sieht man die Differenz 100 Grad zu 136 Grad, brauchen Sie das als Primärenergie nicht mehr aufzunehmen. Von der Nachhaltigkeit sind wir natürlich auch bei den Pasteuren überzeugt. Wir fahren einspurig in einen Doppelstockpasteur rein. Das spart uns immens Platz im Layout, haben einen Puffer im Pasteur, der uns in der gesamten Rekuperation und Heißhaltung riesen Vorteile bietet. Ein Pasteur braucht ungefähr 600 Kilowatt Wärmeenergie pro Stunde. Wir fahren ihn mit 66. Highlight bei unserem Wärmekonzept ist allerdings, dass wir noch eine Wärmepumpe mit Krones dort entwickelt haben. Dadurch, dass wir ein Warmwasserkonzept haben, können wir den Überschuss auch in den Rücklauf leiten. Das heißt, wenn Sie einen Run haben ohne Störung, gewinnen wir eigentlich noch 20% mehr Energie, wie der Pasteur eigentlich benötigt. Und das sind die letzten Messungen gewesen, die uns natürlich phänomenal überzeugt haben. Thank you.